Silas Gnaka wird in Kreisen des FCMs immer kritischer gesehen und dementsprechend muss er jetzt langsam wieder in seine Form kommen. Zudem hat man reagiert auf auf seine schlechte Leistung mit Luca Herrien, der Rekordtransfer beim FCM ist und ein sehr, sehr gutes Profil mitbringt und dementsprechend auch bald seine Lücke stopfen soll für den schwachen Gnaka aktuell. Er persönlich will beim FCM bleiben, das hat er klar gemacht in der Volksstimme. Zumindest kurzfristig, also Minimum bis Ende des Jahres ist sein Plan und danach läuft sein Vertrag aus. Wie die Entscheidung dann aussieht, weiß man auch nicht und wird sicherlich auch auf seine Spielzeit ankommen, die er diese Saison noch bekommen wird. Ich persönlich sehe das eher kritisch, so wie allen anderen Fans auch. Er ist ein schwieriger Spieler, aber auch ein interessanter Spieler gleichzeitig, der grundsätzlich mit seinen Steilpässen überzeugen kann, aber seine Entscheidungsfindung ist manchmal sehr, sehr kritisch. Und deswegen ist er auch so schlecht. Vor allem nach dem Hannover-Spiel, wo er wirklich für ein Tor schuldig war, machte er klar auf sich aufmerksam und schrieb, wenn man mal ein schlechtes Spiel hat, auf gut Deutsch, hassen sie dich alle. Und wenn du ein gutes Spiel hast, lieben sie dich alle. Hat die Story dann aber kurz danach dann auch direkt gelöscht. Die lief auch ein bisschen in den FCM-Gruppen rum und da wurde sehr, sehr viel Kritik geäußert. Wie gesagt, meiner Meinung nach war das auch gar kein Hass gegen ihn oder irgendwie Hetze, was auch immer, sondern einfach nur wirklich förmliche Kritik, die ich auch definitiv so ansprechen möchte. Wie gesagt, ich bin eigentlich großer Fan von Gnakas Spielstil, wie er das Spiel aufbaut, aber wenn du ein schlechtes Spiel hast, dann musst du das auch einsehen. Das hat er definitiv gegen Hannover, war da sehr, sehr unklar. Und vor allem sehr unsicher, was man eigentlich nicht unbedingt von ihm kennt, was ich sehr, sehr schade fand auch. Und jetzt hat er aber nun aber klar gemacht, dass er bleibt. Und ich finde es wichtig persönlich, dass er auch bleibt. In dieser Situation, in der wir aktuell sind, keinen zweiten ZDM-Nachknacker zu haben, sind ja dann insgesamt jetzt 2 plus Darius, der da auch theoretisch spielen könnte, mit Matthiesen, der auch natürlich da spielen kann, aber dafür eigentlich nicht geplant ist. Ja, im Endeffekt kann man sagen, holt man dann sehr wahrscheinlich Gaucho nicht, hat sich dagegen entschieden, für einen sehr, sehr jungen, interessanten Spieler, der mit einem sehr, sehr ähnlichen Profil gekommen wäre. Kann natürlich auch noch über die Bühne gehen, aber sieht jetzt dementsprechend nicht danach aus, wenn Gnaka nicht geht. Und ob das die richtige Entscheidung ist, wird man dann sehen, wie sich ein Gaucho entwickelt bei anderen Clubs oder auch wie sich ein Gnaka bei uns weiterentwickelt. Ich hoffe, dass er dann, wie gesagt, noch seine Schritte, wie er wirklich vielleicht ein bisschen vorher war, auch wieder zurückgeht und da sich nochmal selbst hinterfragt, warum habe ich das jetzt gemacht, warum habe ich das jetzt gemacht. Gleiches gilt für Daniel Heber, der aktuell im Formtief ist. Ja, aber das gehört zum Fußball dazu. Im Formtief ist jeder Spieler mal. Man muss sich da nur rausboxen und dann dementsprechend kann man auch seine Leistung zeigen. Im Endeffekt möchte ich aber nochmal ganz kurz auf die Leistung von Silas Gnaka eingehen und wir fangen direkt mal hier an bei seinem Profil. Wir fangen direkt mal locker an und gehen zu den detaillierten Statistiken. Hier möchte ich vor allem gerne darauf anspielen. In der Saison 23/24 müsste er gekommen sein, genau, blau-weiß. Hat er 8 Scorer gemacht. Die meisten waren, glaube ich, gegen Schalke. Da hat er 3 Tore gemacht. Unglaublich, er trifft irgendwie immer gegen Schalke. Das ist ganz verrückt. Und grundsätzlich eine sehr solide Saison gespielt, natürlich noch ein bisschen unsicher. Erste Saison beim Club, trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Dann, zweite Saison, hat er schon abgebaut, das muss man klar sagen, war immer noch Stammspieler. Aber dann nur mit 2 Scorern. Und war da schon sehr, sehr kritisch angesehen. Hat er aber natürlich wieder seinen Scorer gegen Schalke mitgenommen. Und dann diese Saison aktuell noch kein Scorer. Wie gesagt, also man sieht die Entwicklung halt leider nicht. Also eher immer schlechter geworden. Auch wenn er natürlich trotzdem noch ein stabiler Spieler ist. Hat auch ordentlich Spiele für den FCM bereits gemacht. 13 Scorer dabei. Ist eine solide Ausbeute für den zentralen defensiven Mittelfeldspieler. Wie gesagt, aber wenn du halt in der ersten Saison 8 Scorer machst, kannst du das auch dann natürlich dann weiter ausbauen. Und das gehört eigentlich auch zur Spielentwicklung hinzu. Er ist zudem 26 Jahre mittlerweile, also so viel Potenzial wird da auch nicht mehr kommen. Wie gesagt, ich persönlich wäre für einen Abgang gewesen. Hätte man ihn abgegeben, hätte man vielleicht nochmal Gaucho holen können. Der für mich natürlich nochmal sehr, sehr interessant aussieht, was sein Spielerprofil angeht. Vor allem, wenn ich ihn gesehen habe, sehr, sehr ähnlicher Spieler wie Gnaka. Vielleicht nochmal ein bisschen besser in der Entscheidungsfindung. Aber das kann auch nur so aussehen, weil es in dieser Liga so war.
Vielleicht weil es da ein bisschen einfacher ist. Wie gesagt, aber mit Luca Hurrien, meiner Meinung nach ein Spieler geholt, der vor allem gegen Hannover schon sehr, sehr sicher aussah und sich auch zeigen wird. Da bin ich mir sehr sicher, der wird Stammspieler werden, wenn nicht sogar schon gegen Fürth. Das wird sehr interessant zu sehen sein. Ja, im Endeffekt war es das dann aber schon für heute. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, würde mich sehr interessieren. Eure Meinung sehe ich sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Dankeschön an jeden, der es macht. Und damit, ciao Leute.